in, an, auf, bei, zwischen, hinter, unter, über und. Lokale Präpositionen, unser Thema. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute lernen wir die lokalen Präpositionen. Hierfür habe ich 3 Videos gemacht. Also, wir werden Schritt für Schritt lernen. Aber was sind lokale Präpositionen und wie viele lokalen Präpositionen haben wir? All das zeige ich dir jetzt an der Tafel. Lokale Präpositionen Teil 1. Frage wo? Herzlich willkommen an der Tafel. Ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe, du bist mit voller Konzentration dabei. Also, starten wir. Lass uns erstmal die Präpositionen kennenlernen, also welche Kategorien und welche Arten von Präpositionen wir haben. Für Präpositionen haben wir 2 große Kategorien, also einmal die temporale Präpositionen und die lokalen Präpositionen. Die temporalen Präpositionen haben wir schon ein bisschen gelernt und hier kannst du den Link dafür finden, falls du es wiederholen möchtest. Ansonsten haben wir auch modale Präpositionen, kausale und neutrale. Aber diese lernen wir dann später. Lass uns erstmal mit den lokalen Präpositionen anfangen. Die lokalen Präpositionen kannst du am besten verstehen, wenn du sie in 3 Fragen aufteilst. Also, kategorisiere sie bitte mit der Frage wo, mit der Frage wohin und woher. So kannst du sie am besten und am schnellsten lernen. In diesem Video werden wir die Präpositionen für die Frage wo lernen. Und du siehst, hier haben wir auch schon ganz viele Präpositionen. In diesem Video lernen wir in, an und bei. Und wenn du das System für diese 3 lernst, dann kannst du dieses System auch für andere Präpositionen benutzen. Also, starten wir mit der Frage wo. Das war erst einmal das Organisatorische für dich. Wie du gesehen hast, werden wir die lokalen Präpositionen in 3 Schritten lernen. Wo, wohin und woher. Es ist auch ein großes Thema. So, wir machen jetzt weiter mit Präpositionen für die Frage wo. Lass uns die lokalen Präpositionen erstmal kennenlernen. Also, hier haben wir die Präposition in. Dann haben wir die Präposition an und die Präposition an wird oft mit der Präposition neben verwechselt. Also an ist nicht neben, an kann auch hier sein oder hier sein oder hier sein. Also an ist quasi in der Nähe. Dann haben wir die Präposition auf, der Kontakt ist wichtig. Und dann zwischen, dann haben wir hinter, ich glaube, das ist auch klar. Dann haben wir vor, dann haben wir natürlich über. Hier haben wir den Kontakt nicht so. Und dann haben wir unter. Und als letztes haben wir bei. Bei ist wichtig und zu dieser Präposition kommen wir auch gleich. Wie du siehst, haben wir auf die Frage wo ganz viele Präpositionen. Ich werde in diesem Video nur die Präpositionen in, an und bei dir zeigen. Für alle anderen Präpositionen, lokalen Präpositionen, funktioniert das grammatische Prinzip gleich. Die erste wichtige Info für die Frage wo ist, dass es immer im Dativ steht. Also, wenn wir wo fragen,
brauchen wir immer einen Dativartikel. Hier habe ich jetzt meine Präpositionen und diese Präpositionen brauchen immer den Dativ bei der Frage wo. Gut, ich schreibe jetzt mal ein paar. Also in plus dem können wir auch sagen im. Genau, dieses bedeutet in dem, ja? Ganz wichtig. Dann sagen wir auch in der oder in den Plural. Dann machen wir weiter mit an. An dem ist auch am. Genau, also dieses bedeutet auch an dem. Du kannst natürlich auch an dem sagen, aber in der Praxis benutzen wir gerne diese kurze Formen. Ja? Dann haben wir an der und an den in Plural. Dann haben wir bei dem. Hier sagen wir auch gerne beim, also die Kurzform. Dann sagen wir manchmal bei der und bei den. So, all das werde ich dir gleich grammatisch auch zeigen, wie das funktioniert. Wichtig ist hier, dass du erstmal weißt, dass wo immer Dativ ist. Gut, machen wir weiter. So, schauen wir erstmal hier. Ich habe das nochmal hingeschrieben. Also in dem können wir auch sagen im. Oder in der ist natürlich in der und in den ist in den. Du siehst, dass wir immer den Dativ brauchen bei der Frage wo. Jetzt habe ich hier ein paar Beispiele für dich. Wir sind in bla 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 Schule. So, was schreibe ich jetzt hier? Dafür müssen wir erstmal verstehen oder wissen, was der Artikel für die Schule ist. Artikel für die Schule ist die im Nominativ. Also, die Nominativ ist im Dativ der. Wir brauchen den Dativ, weil die Frage wo ist. Also schreiben wir der. Wir sind in der Schule. Perfekt, so einfach ist das. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Wir sind in bla 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 Zimmer. So, was ist mein Artikel? Zimmer, das Zimmer im Nominativ. Also das Zimmer. Aber wir brauchen den Dativ, also dem Zimmer. Dann können wir auch schreiben, wir sind in dem Zimmer oder wir schreiben ganz einfach, also kurz, im Zimmer. Genau, so einfach können wir das lernen. Wir haben jetzt erstmal die Präposition in gelernt und gesehen, wie es ein Dativ braucht. Machen wir weiter mit an. Also, an dem können wir auch am sagen. Oder wir können an der sagen. Im Plural sagen wir auch noch an den. Ja, Plural. Schauen wir uns die Beispiele mal an. Das Auto steht an bla 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 Tankstelle. Was ist der Artikel für Tankstelle? Das ist die Tankstelle. Okay, also die Nominativ, aber ich brauche den Dativ, weil die Frage wo ist. Wo steht das Auto? Das Auto steht an der Tankstelle. Gut, machen wir weiter mit diesem Beispiel. Ich warte an bla 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 Bahnhof. Was ist mein Artikel für Bahnhof? Der. Okay, und was ist die Frage? Wo wartest du? Der Bahnhof. Ich warte an dem Bahnhof. Schreiben wir an dem Bahnhof. Oder in Kurzform können wir auch sagen, ich warte am Bahnhof. Beides ist korrekt. Wenn ich die Frage wo stelle,
bekomme ich immer einen Dativ als Antwort. Ganz wichtig, nicht vergessen. Wir machen weiter mit bei. Die Präposition bei ist ein bisschen speziell und wir benutzen sie gerne für zwei Situationen. Also, wir benutzen bei für Personen oder Berufsbezeichnungen. Also, was sind Personen? Vater oder Tante oder Maria und so weiter. Also Personen. Und Berufsbezeichnungen. Was sind Berufsbezeichnungen? Zum Beispiel Arzt oder Anwalt und so weiter. Also Berufe. Für diese Situationen benutzen wir die Präposition bei. Und die zweite für Firmennamen oder Branchennamen. Was sind zum Beispiel Firmennamen? Siemens oder Mercedes und so weiter. Also für diese Situationen benutzen wir die Präposition bei. So, machen wir ein paar Beispiele und die Grammatik. Also, die Frage wo und meine Präposition bei. Also, bei dem, wir können auch sagen beim. Oder bei der ist bei der, bei den ist bei den. Das ändert sich nicht. Gut, und wir brauchen auch hier immer unseren Dativ. Machen wir ein paar Beispiele. Ich bin bei Arzt. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Artikel von Arzt wissen. Also Artikel von Arzt ist der Arzt. Okay, aber weil unsere Frage wo ist, brauchen wir diesen Artikel im Nominativ, im Dativ. Also der Arzt, aber ich brauche meinen Dativ, also dem Arzt. Ich bin bei dem Arzt ist dann die korrekte Version. Wir können auch hier die Kurzform schreiben, also ganz einfach, ich bin beim Arzt. Genau. Machen wir mit dem zweiten Beispiel weiter. Sie ist bei Oma. Okay, Oma ist auch Person und wir benutzen bei. Was ist aber mein Artikel? Das ist die Oma. Okay, die Nominativ. Also, ich brauche den Dativ. Dativ ist hier der, also schreiben wir, sie ist bei der Oma. Genau, so einfach können wir das machen. Machen wir mit dem dritten Beispiel weiter. Martin ist bei Monika. So, hier müssen wir kurz Stopp machen, denn Monika ist ein Name und Namen haben keinen Artikel. Also zum Beispiel Monika, Lisa, Eva, Max, Hans und so weiter. All diese Namen haben keinen Artikel und wenn ein Name keinen Artikel hat, dann brauchen wir auch keinen Artikel. Also, Martin ist bei Monika. Ganz einfach. Also nicht vergessen, bei benutzen wir für Berufsbezeichnungen, Personen und so weiter. Ich habe nun dir das System für die Präpositionen in, an und bei gezeigt. Aber das gleiche System funktioniert auch für alle anderen Präpositionen bei der Frage wo. Also, wenn du die Logik verstehst, sind alle anderen auch die gleichen. Für dieses Thema brauchst du natürlich auch ganz viele Praxisübungen. Ich habe für dich viele Übungen vorbereitet. Unten in der Infobox findest du den Link dafür. Weiter geht es zu den Hausaufgaben. Wie immer habe ich für dich auch Hausaufgaben vorbereitet. Schreibe den richtigen Artikel. Die Frage ist hier immer wo. Und den Rest kannst du wohl alleine machen. Falls nicht, kannst du deine Fragen unten in die Kommentare schreiben. Das war's auch schon zum Thema lokale Präpositionen mit der Frage wo. Wie immer, wenn du
Fragen zu diesem Thema hast, schreib einfach deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgaben. Vergiss nicht, lerne jeden Tag Deutsch. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.